Hallo an alle Lego-Freunde, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ja, für alle, die den Kanal schon abonniert haben oder öfter mal vorbeigucken, ihr seht schon, worum es heute geht, nämlich um meine Pirateninsel. Für alle, die neu sind hier auf dem Kanal, erstmal herzlich willkommen. Und das ist der mittlerweile 10. Teil vom Bau der Insel. Das hat mal ganz klein angefangen mit 4 Baseplates. Mittlerweile bin ich bei 12 und das ist auch noch nicht das Ende. Ja, bis der Teil jetzt hier rauskommt, hat es ein bisschen gedauert. Ich habe zwischendurch noch an meinen anderen Projekten weitergearbeitet, unter anderem an meiner Mittelalterwelt. Aber es hat sich hier auch einiges getan, ist ein bisschen was neu dazugekommen. Ihr seht es hier gerade schon im Überflug. Aber ich würde sagen, die Neuigkeiten, die gucken wir uns jetzt mal alle ein bisschen im Detail an. Ja, und eine Sache, die jetzt endlich mal fertig geworden ist, das sollte eigentlich schon viel früher fertig sein, das ist hier vorne der Felsen. Die Seitenwände hatte ich ja schon in den früheren Folgen mal gebaut. Und jetzt ist halt auch das Dach von dem Felsen fertig, beziehungsweise das Dach von der Höhle innerhalb des Felsens, wo die Piraten ja ihren Schatz verstecken. So war ja meine Idee. Wie ihr seht, ist halt auch gerade die Chefin der Piraten dabei, mit einem von ihren Leuten eine Schatztruhe da reinzuschleppen. Und wenn sie das gemacht haben, dann können sie die Höhle halt verschließen hier mit so einer Art Tarnnetz. Und dann ist der Schatz halt sicher versteckt, genau. Und damit der Felsen nicht so alleine hier am Strand rumsteht, damit es ein bisschen besser aussieht, hatte ich daneben noch einen etwas kleineren Felsen gebaut. Und das gefällt mir ganz gut. Und da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich dann noch ein, zwei von den Felsen baue und die halt miteinander verbinde, dass sie es halt einfach ein bisschen besser ins Gesamtbild einfügt. Und eventuell möchte ich dann auch noch eine Verbindung herstellen zu dem großen Berg in der Mitte der Insel. Ja, und der Berg in der Mitte der Insel ist jetzt auch gleich das nächste Thema. Da hatte ich ja die komplette Unterfütterung hier mit Duplostein gebaut. Man sieht es noch an dem hellbraunen Duplostein. Und dann hatte ich angefangen, den Berg quasi mit großen Lego-Bricks zu verkleiden und Slopes draufzubauen und auch schon ein bisschen Grünzeug angebracht. Das hatte ich jetzt aber erstmal bewusst nur an der Vorderseite gemacht. Ihr seht hier auf der Rückseite, da kann man die Duplosteine noch sehen. Hat nämlich auch einen bestimmten Grund. Und zwar haben wir ja hier auf der einen Seite der Insel die Welt der Piraten und auf der anderen Seite die Welt der imperialen Soldaten. Wenn man sich das Ganze jetzt mal anguckt, sieht man, dass die beiden Siedlungen relativ nah beieinander sind. Und in der Realität würde das natürlich gar keinen Sinn machen. Die könnten sich ja beim Frühstück einen guten Tag sagen. Und deswegen hatte ich jetzt die Idee, die Insel ein weiteres Mal zu vergrößern und zwar nach hinten raus noch eine Reihe Baseplates einzufügen. Das hätte dann den Effekt, dass ich den Berg nach hinten raus quasi verdoppeln könnte, um die beiden Siedlungen deutlicher voneinander abzutrennen. Und auf der rechten Seite würde ich nochmal Platz gewinnen, um die Siedlung von den imperialen Soldaten zu vergrößern und dann noch ein paar Häuser aufzubauen. Genau, das ist jetzt so der nächste Plan. Und wo ich schon mal beim Thema der Siedlung von den imperialen Soldaten war, mache ich damit auch gleich weiter. Hier vorne das Hafenbecken war ja in der letzten Folge schon fertig, aber hier hinten hat sich ein bisschen was getan. Da gab es ja noch den einen Piraten, der gefangen genommen worden war und den hatten sie ja dazu verdonnert, hier für den Kaufmann das Lagerhaus bzw. das Kontor zu bauen. Das hat er auch ganz fleißig gemacht, der ist jetzt fast fertig. Da fehlen jetzt bloß noch ein paar Dachziegel. Und ansonsten ist es halt ein einfaches Lagerhaus mit einer einfachen Konstruktion. Vom Farbschema her ist es weiß mit ein paar Akzenten in Tan. Das unterscheidet es halt von den alten Piratensets, die waren ja größtenteils in diesem weiß-gelben Farbschema. Das finde ich nach wie vor immer noch ganz cool. Und ich habe mich auch noch nicht dazu entschieden, wie ich damit jetzt quasi final weitermache. Das wird irgendwie sich schon von ganz alleine ergeben, denke ich mal. Ja, und nachdem die Siedlung hier von den Soldaten jetzt auch am Wachsen ist, haben die auch jetzt ihre erste Kanone hier am Hafen, um sich auch mal verteidigen zu können, falls die Piraten dann doch mal angreifen sollten. Ja, und jetzt habe ich hier noch ein Gebäude, das hat allerdings noch den Status Entwurf. Wie man sieht, ist der Matrose auch noch fleißig dabei zu hämmern. Ja, hier unten könnte auf alle Fälle schon mal ein Büro rein für einen Hafenmitarbeiter, um Zölle abzukassieren oder ähnliches. Hier rechts sieht man, gibt es eine Knastzelle. Da kommen dann die Jungs rein, die Stunk machen, beziehungsweise auch der Pirat, der gefangen genommen worden ist. Der hat hier ein anständiges Gitter, dass er nicht ausbrechen kann. Die Rundbögen hier, die gefallen mir schon ganz gut, die werden auch auf alle Fälle so bleiben. Der, was oben hinkommt, das muss ich noch so ein bisschen ergeben. Wie gesagt, das Ganze hat auch den Status Entwurf. Mir gefällt auch hier vorne die Ecke noch nicht so richtig. Das ist mir alles noch zu geradlinig. Das sieht mir alles noch irgendwie zu viereckig aus. Da muss ich noch mal ran. Aber was ich auf alle Fälle schon mal machen werde, ist jetzt das Gebäude an die Stelle bauen, wo es später mal hin soll. Ja, und da ist das Gebäude auch schon an der Stelle, wo es hin soll. Und die Situation sieht jetzt so aus, dass hier vorne natürlich weiterhin das kleine Hafengelände ist.
Und zwischen den beiden neuen Gebäuden hier schlängelt sich jetzt hier so ein Weg nach hinten. Und wenn die neuen Baseplates da sind, kann die Siedlung nach hinten raus dann natürlich erweitert werden. Bleibt hier vorne noch die kleine Lücke zwischen dem neuen Gebäude und dem alten Handelsstützpunkt hier. Der gefällt mir aber in der Form, wie er jetzt ist, nicht mehr so dolle. Den werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen erweitern und dann auch zu einem Militärstützpunkt umbauen. Das werde ich natürlich in dieser Folge alles nicht mehr schaffen. Das und auch die Erweiterung mit den Baseplates kommt dann in den nächsten Folgen, zusammen mit der ein oder anderen weiteren Neuigkeit, die man jetzt hier vielleicht sogar schon erahnen kann. Ihr könnt schon mal gespannt sein. Für diese Folge soll es aber erstmal gewesen sein. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir natürlich gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Wenn ihr das schon gemacht habt, vielen Dank, das freut mich sehr. Und dann bleibt mir nur noch, euch viel Spaß bei euren Projekten zu wünschen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.